Hallo! Heute habe ich mal wieder ein Haul-Video für euch, denn letzte Woche war ich mit meiner Schwester in Paris und da haben wir natürlich so ein bisschen was eingekauft und Haul-Videos machen mir persönlich am allermeisten Spaß, also fangen wir gleich mal an. Wenn man in Paris ist oder in Frankreich allgemein, sollte man unbedingt mal zur Apotheke und sich da die ganzen Gesichtspflege- und Haarpflegemarken anschauen. Und in Paris gehen wir da immer zu einer ganz bestimmten Apotheke, die die besten Preise und die beste Auswahl hat. Das ist zwar so ein bisschen voll und rumpelig, aber das lohnt sich echt, weil die Preise wirklich am allergünstigsten sind und man oft mal Sachen in Doppelpack bekommt oder irgendwie so ein Gratisprodukt. Also da sollte man auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und da haben wir uns beide jeweils eine kleine Mini-Version von der Bioderma Micellenlösung gekauft. Die kennt ihr sicher alle, da muss ich bestimmt nicht so viel dazu sagen. Das ist einfach ein super Produkt zum Abschminken, wenn man halt keine Zeit hat, um sein ganzes reguläres Reinigungsprogramm durchzuziehen. Damit geht das Make-up einfach super schnell runter. Das ist jetzt eine kleine Flasche mit 100 Milliliter, weil wir beide nur mit Handgepäck unterwegs waren. Also das kann man dann auf jeden Fall auf Reisen mitnehmen. Und die Flasche hat jetzt 2,85 € gekostet. Und dann habe ich mir ebenfalls von Bioderma das Hydra Bio oder Hydra Bio Serum gekauft, weil sich mein Hyaluron langsam dem Ende neigt. Und das ist eben sowas Ähnliches, also ein feuchtigkeitsspendendes Serum mit Hyaluronsäure. Das kostet, glaube ich, im deutschen Markt so um die 21 € und in der Apotheke dort hat es dann 13,90 € oder so gekostet. Also schon mal 7 € Ersparnis. Und ähnlich auch mit der Micellenlösung, da kriegt man diese in so einen Doppelpack mit 2x500 Milliliter Flaschen für ungefähr 16 €, wo man in Deutschland für eine 500 ml Flasche 20 € bezahlt. Also so ein Besuch in der französischen Apotheke vor Ort lohnt sich auf jeden Fall. Und dann habe ich mir noch etwas auf Empfehlung von der lieben Jasmin gekauft, und zwar die Sebium AKN Creme, ebenfalls von Bioderma. Das ist eine Creme für zu Akne neigende Haut und hilft gegen verstopfte Poren, Mitesser und Verhornung und gleichzeitig mattiert sie das Hautbild. Also ich stelle mir das gut so als Tagespflege vor, so dass einfach das Hautbild noch feiner wirkt und gleichzeitig mattiert. Und da ich dort gleich für 3 Leute eingekauft habe, also für mich, für Daisy und für Jasmin, habe ich zu meinem Einkauf eine kleine Gratisprobe bekommen. Und zwar so eine kleine Dose von diesen Sprühwässerchen, auch von Bioderma. Und das benutze ich im Sommer immer ganz gerne. Also gerade wenn man sich sonnt oder generell gegen die Hitze ist das einfach eine super Erfrischung für zwischendurch. Und die Größe ist auch perfekt für die Handtasche. Also das habe ich im Sommer auf jeden Fall immer dabei. So, das waren meine Einkäufe aus dem Bereich Beauty. Was sich Daisy in der französischen Apotheke so gekauft hat, werdet ihr so in der kommenden Woche auf dem Blog sehen. Da werde ich euch den Blogpost auf jeden Fall in der Infobox verlinken, sobald der online ist. Aber kommen wir nun zu meinem Lieblingseinkauf aus Paris. Und zwar war ich dort bei Celine und habe mir da einen lang ersehnten Wunsch erfüllt. Eigentlich habe ich im Dezember schon versucht, in Berlin das Teil von Celine zu ergattern, aber ich habe es hier in den Stores nie in der Ausführung gefunden, die ich haben wollte. Und ich zeige euch mal jetzt, was ich letztendlich gekauft habe. Und zwar habe ich mir dort die Trio Bag gekauft in schwarz und das ist jetzt die größere Version. Die kleinere Version ist jeweils so ein paar Zentimeter kleiner. Und das war bei mir ein sehr langer Entscheidungsprozess, denn ursprünglich wollte ich schon im Dezember auf jeden Fall die größere Variante in schwarz, doch dort gab es sie nirgends und dann habe ich mich zwischenzeitlich doch umentschieden und wollte dann doch die kleinere, weil die kleinere einfach zu meiner Statur besser passt und süßer aussieht. Aber im Laden habe ich dann wirklich beide Größen direkt miteinander verglichen und lange überlegt. Und bei der kleineren habe ich dann auch mein Portemonnaie und mein Handy testweise mal reingemacht und da wurde das sehr schnell verbeult und ja, da muss man einfach aufpassen, was man da in der Tasche mitnehmen möchte, und das ist bei der einfach nicht der Fall. Da ist die wirklich praktischer und besser für den Alltag geeignet und genau für den Alltag habe ich eine Tasche gesucht, also eine, die ich jeden Tag mitnehmen kann und die wirklich zu jedem Outfit passt. Das Design der Tasche ist sehr zeitlos und klassisch, hat aber noch so ein paar Details, die das Ganze dann besonders machen, und zwar diese 3 Reißverschlüsse, also generell die 3 Fächer. Also die Tasche wird wirklich zu jedem Outfit passen und wird mich hoffentlich für den Rest des Lebens begleiten. Und außerdem sind es ja eigentlich 2 Taschen, denn die kann man hier so aufmachen. Und dann hat man noch eine Abendklatsch sozusagen oder generell so zum Ausgehen. Da passt auch alles Nötige rein, also eigentlich sozusagen 2 in 1. Außerdem finde ich es ganz schön, dass ich die jetzt passenderweise in Paris gekauft habe, denn dann verbinde ich mit dieser Tasche einfach immer meine Erinnerung von dieser Reise und das macht das Ganze nochmal viel besonderer.
Und bevor ich jetzt mit dem nächsten Teil weitermache, muss ich noch eine Änderung von meinem Shoppingverhalten verkünden. Denn wie ihr wisst, habe ich eigentlich die letzten Monate nach dem Motto ein Teil pro Monat eingekauft. Das möchte ich ab jetzt offiziell beenden, denn ich war eigentlich jetzt schon ein paar Teile drüber, wo ich mir gedacht habe, dass ich dafür in den nächsten Monaten kein Teil mehr kaufe, aber das sehe ich einfach gar nicht kommen, um ehrlich zu sein, gerade nicht bei meiner bevorstehenden Reise nach Lissabon und deswegen werde ich das Projekt jetzt nach 6 Monaten beenden. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich jetzt einkaufen werde ohne Ende. Ich werde schon weiterhin versuchen, so weiterzumachen, nur eben nicht ganz strikt auf ein Teil pro Monat beschränkt, denn der Shopping-Bann hat mein Einkaufsverhalten nochmal viel bewusster und gezielter gemacht, was Quantität und auch Qualität betrifft. Und da habe ich tatsächlich in den letzten Monaten viel Geld gespart, wodurch mir überhaupt die Celine-Tasche wirklich endlich leisten konnte. Und deswegen werde ich auch in nächster Zeit alles sehr genau überdenken und wenn es sein muss oder eben nicht unbedingt sein muss, auch mal Sachen zurückbringen. Aber kommen wir zurück zu den gekauften Sachen. Ich habe mir vor Paris nämlich schon ein paar Teile gekauft, die sich am Ende perfekt für den Anlass der Reise geeignet haben. Und zwar ist das zum einen dieser schwarze Midi-Rock von ASOS, der auch so vorne Taschen hat und aus so einem festen, neoprenähnlichen Material besteht. Und dieses kurze, langärmelige Top von Zara, das gab es noch in den letzten Resten vom Winter Sale. Und die beiden Sachen hatte ich dann kombiniert zum Dinner und zur Yves Saint Laurent Party an. Da werde ich euch mal ein paar Bilder dazu einblenden von dem Outfit, was ich getragen habe. Ich stehe auf bauchfrei, wenn es echt nur ein kleiner, dünner Streifen ist, der zu sehen ist. Und ganz besonders mag ich das zu Midi-Röcken. Was haltet ihr denn so davon? Ansonsten war es das jetzt zu meinem Einkauf aus Paris. Was sagt ihr denn zu Haul-Views? Schaut ihr euch die wirklich gerne an? Ist es okay, dass ich die relativ oft mache? Dann hoffe ich wie immer, dass euch das Video gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Ja, den finde ich total cool. Passt auch so gut zu roten Lippenstift, finde ich. Also, cooles Teil, ganz günstig.